Moin zusammen, da sind wir wieder. Ja, der zweite Teil von meinem Speedpaint gegen Washes Video. Ja, im letzten Video haben wir ja den einen Zwerg mit Speedpaints gemalt und den hier mit ganz normalen Acrylfarben. Das sieht man jetzt sehr gut an dem Umhang, wie ich finde. Jetzt haben wir vor mit Washes. Das ist jetzt das Blue Wash. Damit fange ich an, den Mantel zu machen. Alles zu waschen halt. Sprich Mantel, Schuhe, Rüstung, Gesicht. Da kommt jetzt überall Wash drauf. Und dann, wenn ich das habe, lassen wir das Ganze natürlich trocknen. Und dann schauen wir uns das nochmal an. Und dann müssen wir tatsächlich die Feinheiten dann mit ganz normaler Acrylfarbe nochmal nachmachen. Ja. Und Sinn und Zweck ist es halt zu zeigen, warum Speedpaints Speedpaints heißen und Washes Washes. Weil, wie gesagt, meiner Meinung nach, Washes sind ganz cool. Und in Kombination mit Speedpaint oder mit Acrylfarben, alles ist super. Aber mit Speedpaints geht es halt einfach um einiges schneller. Wobei ich auch festgestellt habe, dass, ich weiß nicht mehr, wer es in den Kommentaren gesagt hatte, dass es tatsächlich keinen Sinn macht, wenn man beides drybrushed. Also sprich, für Speedpaint müsst ihr das natürlich schwarz machen und dann drybrushen, damit das gut durchkommt. Bei Acrylfarben bringt es tatsächlich gar nichts, habe ich festgestellt. Da muss ich mich leider korrigieren. Ich glaube, im letzten Video hatte ich gesagt, wenn man sie dünn genug macht. Ja, am Anfang wirkte das auch tatsächlich so. Ich habe sie mir jetzt aber noch mit ein bisschen zeitlichem Abstand angeguckt. Ich habe mich vertan. Ja, Fehler macht jeder, sind alles nur Menschen. Gut, ich werde jetzt diesen Zwerg hier schön waschen. Ihr könnt gerne in der Zeit ein Abo dalassen, wenn ihr möchtet. Oder ein Like nach oben, würde mich freuen. Und dann sage ich mal bis gleich, weil wir machen wieder einen schönen Zeitsprung zu den Schuhen. Ja, moin, ich muss mich korrigieren. Wie ihr seht, Red Tone benutzen wir. Wir machen erstmal die Rüstung und alle roten Teile damit. Und dann als nächstes dann natürlich Schuhe, das Buch, die Haut, den Bart. No. Wobei ich sagen muss, den Bart werde ich wahrscheinlich mit Stone Grey nehmen. Es gibt so ein Stone Grey Wash, das ich habe. Ich habe nämlich tatsächlich nicht dasselbe Wash, wie ich den Bart habe. Eigentlich achte ich da immer ein bisschen drauf, aber gut. Was man nicht hat, hat man nicht. Und ja, ich habe festgestellt, manchmal kommt man da echt zu lustigen Ergebnissen. Von daher sage ich mal bis gleich. So, leider ist mir die Datei mit dem, wo ich braun mache, verloren gegangen. Ist ja jetzt ja auch nicht so wild. Ihr wisst ja, wie man washt. So, hier ist das fertige Modell. Alles gewascht. Ich finde, es sieht schon sehr, sehr cool aus. Muss man dem Ganzen lassen, natürlich. So, jetzt habe ich nach dem Urlaub tatsächlich mal wieder rumexperimentiert und ich zeige euch mal hier die neue Perspektive. Das hier ist der Zwerg, der komplett mit Speedpaint gemalt wurde. Und der andere, also der linke, ist der mit den Acrylfarben und der rechte ist der mit den Speedpaints. Ich finde, ja, man sieht zumindest ein bisschen, dass es ein bisschen dunkler geworden ist, gerade beim Mantel. Aber ihr seht, es hat nicht diesen Stoffeffekt. Ja, finde ich jetzt semi-gut. Aber gut, kann auch an mir liegen. Dann werde ich nämlich jetzt bei dem mit den Acrylfarben, der gewaschte, nochmal hier kurz vorne, werde ich jetzt einfach ganz normale Acrylfarbe wieder nehmen und ein bisschen versuchen, beim Mantel die Details wieder rauszuarbeiten. Also sprich, dass das obere heller ist und dann das mittlere, also die, ja, wie erkläre ich das? Also, die hochgehobenen Stellen sollen heller werden, dann soll es ein bisschen dunkler werden und drin, wo das Wash ist, soll es ganz dunkel sein. Ja, ich glaube, das war verständlich. So, das habe ich nämlich jetzt als nächstes vor. Und dafür nehme ich auch wieder ganz normal die Standard-Acrylfarbe und schau mal, ob ich das ein bisschen so hinkriege, wie es
mit Speedpad auch aussieht. Ich sage euch gleich, das wird garantiert nichts. Aber wir schauen mal. Jo, fertig sind wir damit. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so schlecht geworden, wie ich befürchtet habe. Erinnert mich so ein bisschen an meine Anfangszeiten damals, wo wir nur Washes hatten. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur Washes. Das waren die 90er oder so, also da gab es noch Warhammer Fantasy tatsächlich. So, und hier mal der Vergleich von den beiden. Also ich muss sagen, mit den Speedpaints gefällt mir um einiges besser und man ist natürlich um einiges schneller, ne? Weil den ganzen Kram, den ich jetzt hier beim Rechten gemacht habe, das Linien nachziehen, Details rausarbeiten etc., nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Das geht natürlich alles viel, viel schneller mit den Speedpaints. Dafür sind sie da. Ja, aber ich werde beides weiter üben. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wie immer danke an alle Abonnenten. Die seht ihr jetzt hier durchs Bild laufen und dann sage ich mal, habt ein schönes Wochenende. Das nächste Video, schauen wir mal, vielleicht was mit der Airbrush. Ich habe Bock auf die Airbrush. Gut, in dem Sinne, bye bye.